Gute, ich bin der David aus der Kleinmarkthalle. Wir sind hier bei Edels Hausmannskost und haben heute Fußball 2000 zu Gast. Ja, und ihr habt aufgeregtes Fußball 2000 zu Gast. Der Donnerstag steht bevor. Wir müssen aber natürlich auch ein bisschen Heidenheim besprechen. Ich habe aber gar nicht lange Zeit, meine lieben Freunde, weil ich muss auch ein bisschen arbeiten hier, weil die Kundschaft wartet schon. Wird hier auch mal bedient, oder was? Was kann ich für dich tun, Stefan? Ist schon wieder soweit. Einmal das Übliche bitte, ne? Läuft gut bei der Eintracht gerade, gell, oder? Ja. Und Donnerstag? Ja. Was sagst du denn Donnerstag? Oh, 1-0. 1-0 für die Eintracht, kommen wir weiter, gell? Ja. Das wäre ja was. Was wolltest du nochmal? Einmal das Übliche. 8 Frikadellen. Ein kleines Trucker-Frühstück. Ich probiere das jetzt mal für dich zuzubereiten. Hast du die Hände gewaschen? Klar. Senf auch? Bitte. Ja. Viel oder wenig? Oh, so ein Mittel. Mittelsenf? Das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Das geht, oder? Geht aufs Haus, mein Lieber. Danke. Auf die Eintracht, gell? Ne? Schönen Tag. Ciao. Da. Gruß daheim. Fußball 2000, wir sind wieder da und wir melden uns von einem erfolgreichen, beziehungsweise nach einem erfolgreichen Spiel. Und erfolgreich, da muss ich natürlich auf Basti blenden. Ja, Basti, du hast am Donnerstag das Spiel der Eintracht in Tottenham gesehen. Du hast diese Motivation gefühlt, wie viele andere Fans auch. Du hast sowieso einen kleinen Stadionsommer hinter dich gebracht, warst dann am Samstag bei den Eintracht Frauen über 30.000 Zuschauer, Zuschauerinnen. Dort Gratulation an dieser Stelle, richtig geile Marke, muss man mal sagen. Und am Sonntag hast du das Spiel der Eintracht Männer gesehen. 3:0 ist es ausgegangen und ich wollte von dir erst mal hören, wie ist dieses Gefühl? Hat die Eintracht dieses Fangefühl mittransportiert am Sonntag? Ist dieser Vibe, dieser Hype jetzt vollends da? Ja, ich glaube, spätestens seit Tottenham ist man jetzt wieder komplett im Modus. Wir haben die Crunch-Time immer wieder angekündigt, dass die Eintracht das auch annehmen muss. Das ist dann in Bremen nicht ganz so gelungen. Aber spätestens mit dem 1:0 von Etikette in Tottenham ist alles explodiert. Und ich bin seit diesem 1:0 von Etikette in Tottenham auch nie wieder runtergekommen. Das erklärt auch ein bisschen meine Sonnenbrille, weil du hast es angesprochen, es waren anstrengende Tage. Und der Wechselgesang, der ja in die Halbzeit mit reinging in Tottenham, der hat mich komplett beerdigt. Das war wie ein Trance-Zustand, den du da gefühlt hast. Dann hast du eine sehr intensive zweite Halbzeit gehabt, wo du dann quasi das Unentschieden verteidigen musst, um diese gute Ausgangsposition zu behalten. Kommst hier nach Hause, hast eines dieser Wichsspiele vor dir, was die Eintracht dann erfolgreich bestritten hat. Also von daher, lange Rede, kurzer Sinn, Marvin, ja. Sehr gut. Aber wir sind auch für einfache Antworten manchmal zu haben. Ja, das ist Fußball 2000, liebe Leute. Aber es ist natürlich so, dass dieser Erfolg, auch wenn es ein 1:1 war gegen Tottenham, hat ja schon viel dazu beigetragen, dass du eine Grundmotivation wieder hattest. Und wir hatten ja trotzdem ein bisschen Angst, lieber Stefan, weil Heidenheim immer tricky Gegner, ja, könnte auf dem Papier relativ einfach, aber du weißt nie. Aber dass die Eintracht am Sonntag wirklich dieses 3:0 gerissen hat, war eine Sache, die uns erstmal ein wenig beruhigt und natürlich auch die tabellarische Situation ein wenig entspannt. Ja, mehr als das. Ne? Jetzt hast du 5 Punkte Vorsprung auf dem 5. Platz. Das war tatsächlich gar nicht so einfach gestern, finde ich. Ich bin ins Stadion gegangen und habe gedacht, das kann jetzt für mich persönlich ganz schwierig. Pass auf. War nach dem dritten Bier ein bisschen schwierig. Ich bin ins Stadion gegangen und habe gedacht, alles klar, von 4:0 bis 0:2 kann heute alles passieren. Das ist so ein klassisches Ding. Irgendwie, du hast ein krasses Spiel in der Europa League hinter dir. Und dann kommt wirklich der wahrscheinlich schmuckloseste Gegner der Liga an einem Sonntagabend. Das haben wir alle schon erlebt, dass ähnliche Spiele einfach in die Hose gehen. Auch diese Saison schon. Und deswegen umso geiler, dass das geklappt hat. Jetzt hast du die allerbeste Voraussetzung in der Liga, 5 Punkte auf Mainz. Und du hast jetzt nochmal Schwung geholt für den Donnerstag. Also ich bin wirklich, das war von allen Outcomes mit Abstand das Beste. Es ist wirklich ein super Outcome gewesen. Wir müssen gleich nochmal über die große, ganz das tabellarische Umfeld sprechen. 5 Punkte auf Mainz klang früher so, als hätte man Klassenerhalt klar gemacht. Ich würde gerne Heidenheim kurz noch gerne verteidigen, weil das ist mit Sicherheit nicht der schmuckloseste Gegner in der Bundesliga. Ja. Da fallen mir andere Vereine ein, die es nicht schaffen, am Sonntag um 17:30 Uhr diesen Auswärtsblock so voll zu machen. Tatsächlich da Props nach Heidenheim, das stimmt schon. Das ganze Dorf aber natürlich ist das jetzt kein, da kommt jetzt nicht Kaiserslautern mit 15.000 Mann so, sondern es ist immer noch der 1. FC Heidenheim. Ja. Das ist einer von vielen schmucklosen Bundesliga-Gegnern. Aber nicht der schmuckloseste. Aber nicht der schmuckloseste. Ja, mein Gott. Ja, wir haben jetzt klargestellt, dass das ganze Dorf da war. Ja, der große Heidenheim-Streit. Aber Heidenheim 2000. Schreibt mal in die Kommentare, was der schmuckloseste Gegner ist. Ja. Safe Hoffenheim. Und warum es Hoffenheim ist. Ja. Aber wenn wir uns ein bisschen genauer das Spiel angucken, würde ich ganz gern
genau darauf reingehen. Was waren denn die Erfolgsfaktoren, dass dieses Spiel erfolgreich gestaltet wurde? Die Eintracht hat ein wenig umgestellt, beziehungsweise die Eintracht nicht als großes Konstrukt, nicht alle haben umgestellt, sondern Dino Topmöller hat ein bisschen umgestellt. Götze ist diesmal draußen geblieben. Chaibi war in einer zentralen Position, war zu sehen. Auch ein Can Uzun hat gespielt. Mein lieber Christopher, wie war es für dich? Wo hast du gesehen, dass das die Momente waren, wo du gemerkt hast, eine neue Eintracht mit einer anderen Dynamik kann da gut funktionieren? Ich finde, man hat es sehr, sehr schnell in dem Spiel gemerkt. Man hat es eigentlich, sag mal, es gab die eine Ecke von Heidenheim, die Santos noch in Volleyball-Manier übers Tor britschen musste. Aber dann spätestens auch mit dem 1:0, fand ich, war die Eintracht voll in diesem Spiel drin. Und du hast gemerkt, sie gehen das Spiel seriös an. Sie gehen das Spiel auch sehr reif an. Ich finde, man hat einfach ganz klar über die 90 Minuten gesehen, wer Platz 16 war und wer Platz 3 war. Ich fand, das war auch die Guideline, mit der ich in das Spiel gegangen bin. Für dich persönlich? Ja, Ich habe eine Guideline. Nein, wo man einfach sagt, das möchte man jetzt einfach auch sehen. Ja, wenn eine Eintracht gegen Heidenheim am 29. spielt, Spieltag. da musst du sehen, wer ist der Dritte, wer ist der 16. Die Rotation hat gut gegriffen. Ich fand JB von mir auch sehr hart gescholten, hat gestern, muss man sagen, finde ich, sogar das beste Spiel in seiner Eintrachtzeit gemacht. Das hat mir wirklich sehr gut gefallen. Das war intelligent, der Pre-Assist war super, der Assist war super, er hätte auch ein Tor schießen können. Mir persönlich hat Uzun gut gefallen. Sehr intelligent gespielt, mit schönen Steckpässen. Wenn Christensen den einen Querpass richtig spielt und nicht so verhühnert, dann hat er auch einen tollen Pre-Assist, von dem jeder redet. Er war auch zweikampfstark, hat 4 seiner 6 Duelle gewonnen, das war prima. Und die Mannschaft war einfach sehr gut auf diesen Gegner eingestellt. Ich muss allerdings auch sagen, dass ich von dem Gegner negativ überrascht war, in dem Sinne, dass ich irgendwie dachte, die wären ekliger, also die wollten ja unappetitlich sein. Das haben die zu keinem Zeitpunkt in diesem Spiel geschafft und deshalb fand ich, hat die Eintracht das wirklich von der ersten bis zur letzten Minute, ich klammer mal 10 Minuten in der zweiten Halbzeit aus, hat sie das eigentlich sehr reif gemacht, dieses Sandwich-Spiel, wie wir es so schön nennen, angenommen. Und das Wix-Spiel gewonnen. Wix-Spiele. Und damit alle 6 Wix-Spiele der Saison gegen Plätze 16 bis 18 gewonnen mit 24:6 Toren. Das möchte ich betonen. Daher tolle Leistung der Eintracht. Das sind genau die Spiele, die du dann auch gewinnen musstest, wenn du halt gegen oben nicht alles gewinnen kannst. Das ist auch der Vergleich zur letzten Saison, wo du in diesen Wix-Spielen wirklich, glaube ich, 6:7 Tore hattest und diese 7 Punkte geholt hast. Und jetzt bist du im 20er-Bereich, was diese Wix-Spiele betrifft, je nachdem, was du als Wix-Spiel bezeichnest. Haben wir eigentlich mal so eine Wix-Spiel-Tabelle gemacht? Ich glaube, in der Sommerpause kommt die große Wix-Spiel-Tabelle. So Heim, Auswärts und Wix. Nein, aber das ist doch genau das, worüber wir auch immer gesprochen haben im Laufe der Saison. Das sind halt die Spiele, die bringen dir auch 3 Punkte. Da hast du irgendwie ein Spotlight-Spiel, das bringt 3 Punkte. Das gestern auch. Da hast du es einfach mal, Dominik hat es in der Reaktion Sommerkick genannt oder Ostpark-Kick. Das war es jetzt meiner Meinung nach nicht ganz, aber es war ja trotzdem kein Spiel, wo du sagst, als Spieler wachst du morgens auf und kannst kaum atmen vor Aufregung, weil du gleich gegen Heidenheim spielst. Und du weißt auch, du spielst am Donnerstag gegen Tottenham, hast am Donnerstag vorher gegen Tottenham gespielt. Ich kann jeden Fußballer verstehen, der dann sagt, das ist vielleicht dann eher so ein bisschen Arbeit dann als Fußballprofi. Aber es ist egal, weil es zählt trotzdem 3 Punkte und das ist ein Riesenvorteil der Eintracht, weil die anderen gerade nicht im Flow sind. Es ist keine Mannschaft hinter uns, die sagen kann, wir sind im Flow. Die Eintracht hat ihren kleinen Fehler in Bremen gehabt, aber dieses Spiel jetzt gewonnen. Und wie Stefan es am Anfang gesagt hat, das bringt dir unglaubliche Luft in der Tabelle. Das ist absolut richtig. Und wer auch diese Luft gebracht hat, wir haben es eben schon kurz angerissen, ist Chaibi, über den will ich noch mal ein bisschen genauer sprechen, weil er natürlich viel gescholten wurde, weil er auch viel Kritik einstecken musste in der letzten Zeit, hat aber, wie wir ja, glaube ich, hier schon einstimmig beschlossen haben, ein sehr gutes Spiel gemacht. Und da will ich dich fragen, wie kommt das, dass ein Spieler, der vor einigen Wochen noch sehr verunsichert schien, aber immer wieder zumindest das Vertrauen bekommt, für ein paar Minuten eingewechselt wird, auch gegen Tottenham, wie kommt das, dass dann so eine Leistung irgendwie zutage tritt? Naja gut, grundsätzlich kann der kicken, ne? Das ist schon klar. Der hat in der Vorsaison die allermeisten Großchancen der Eintracht vorbereitet. Da ist ein Spieler mit einer Grundqualität. Der kam vom Afrika Cup wieder. Was auch immer da passiert ist, hat er ein bisschen aus der Bahn geworfen auf jeden Fall. Weil seitdem kommt er nicht mehr so richtig auf die Füße. Ne? Der hat trotzdem extreme Fähigkeiten. Und ich finde, gestern das Spiel hat das ganz gut gezeigt, weil der, sobald der zentral gespielt hat, ab der, 60. Minute oder so, fand ich den viel präsenter, viel gefährlicher, als in der Zeit vorher, wo er auf dem linken Flügel war. Ich finde nicht, dass das ein optimaler Flügelspieler ist, sondern dass der in der zentralen, spielmachenden Rolle eher besser aufgehoben ist. Ne? Und wie er jetzt wieder in so einen Flow reinkommt, ist eine gute Frage. Letzten Endes wahrscheinlich sind das jetzt Binsen oder so, aber du musst wahrscheinlich dann einfach im Training irgendwie versuchen, dich weiter anzubieten. Du musst dann die Chance, die du bekommst vom Trainer, musst du auch versuchen zu nutzen. Das hat er gestern getan. Und ich glaube tatsächlich, dass das spannend wird im Sommer, wie man jetzt weitermacht, weil er zeigt ja, was er kann. Ist die Frage,
behält man ihn oder verändert er sich vielleicht nochmal oder so? Ich bin sehr gespannt. Ich halt große Stücke auf ihn, auch wenn das letzte Jahr zu weiten Teilen Grütze war. Ich würde ihn trotzdem gerne weiter bei der Eintracht sehen. Also in dieser Verfassung, in dieser Form, wie wir ihn gestern gesehen haben, ist er auf jeden Fall eine große Verstärkung für die Eintracht. Ja, absolut. Gerade als auch in der Situation. Spieler. Genau, das ist nämlich der entscheidende Punkt. Wir müssen ja jetzt nicht hier eine Diskussion anfangen, ob vielleicht Usun und Çebi jetzt in Startelf rücken. Aber wir können festhalten, wie erleichternd es ist, zu wissen, dass du in dem Sandwich-Spiel solche Spieler aufbieten kannst, die dir dann den Job erledigen. Auf die Art und Weise, wie sie es gemacht haben. Bei Çebi bin ich bei dir. Der hat mir noch besser gefallen, als er in der Zentrale war, weil dann so seine Schnelligkeit jetzt nicht komplett immer auf dem Prüfstand gestanden hat, so wie es in der ersten Halbzeit war. Und bei Can Uzun auch. Bei Can Uzun ist mir auch aufgefallen, der hat nicht nur offensiv probiert, irgendwie Pre-Assist zu geben, wie du es genannt hast, sondern der hat endlich auch Zweikämpfe angenommen. Ja, und Ballgewinne Und ich glaube nämlich, dass das immer war, was verhindert hat, dass er überhaupt ein Startelf-Kandidat wird. Und nicht, dass jemand an seinen offensiven Fähigkeiten zweifelt, sondern dass Dino Topmöller genau diese Szenen sehen wollte. Und dann hast du, das müssen wir mal festhalten, du hast ein Etikett, der spielt die ganze Zeit durch. Den hätte ich vielleicht sogar ein bisschen früher rausgeholt. Und dann hast du eine offensive Dreierreihe mit Bahoya, Çebi und Uzun. Das ist mit Sicherheit, glaube ich, nicht die am Anfang der Saison auf dem Flipchart stand als offensive Startreihe, alle A-Spieler. Und die gewinnen dir dieses Spiel. Mit der bekannten Abwehr zusammen. Und das ist ein sehr wichtiger Faktor, dass du dich in so Phasen auf Uzun und Çebi verlassen kannst, wenn du vielleicht dem einen oder anderen mal eine Pause geben musst. Und das finde ich ganz spannend. Also du sprichst ja diese Spiele an und das ist total wichtig, dass wir das auch positiv hervorheben. Was aber bei mir in der Bewertung oftmals ein bisschen zu kurz kommt, bei Can Uzun werden ja immer nur die Angriffselemente irgendwie großartig in den Fokus genommen. Aber ihr sprecht es ja zu Recht an, dass er auch in der Arbeit nach hinten jetzt ganz anders agiert, dass er auch Ballgewinne fordert und so weiter und so fort. Also das heißt, vielleicht muss man das auch mehr herauskehren, wenn man die Leistung von Can Uzun auch mal ehrlich und ernsthaft bewerten will. Ich finde auch, das ist ganz wichtig für ihn, dass er das jetzt auch mal für sich selbst sozusagen mitnimmt. Ja. Dass er sozusagen annimmt. Dass er sozusagen nicht enttäuscht aus dem Spiel gestern rausgeht, weil das halt nicht geklappt hat mit einem... Weil man merkt ihm das natürlich an, ne? Er ist natürlich, er will natürlich Tore und Vorlagen machen, aber gestern, finde ich, hat er einfach gearbeitet. Es ging los in der 6. oder 7. Minute mit seinem Ballgewinn. Der direkt zur Chance geführt hat. Direkt zu der Chance geführt hat. Und darüber muss er sich jetzt hochhangeln. Und das muss er vor allem auch in die nächste Saison mitnehmen für sich, weil das wird sein nächster Entwicklungsschritt sein müssen, einfach da noch kompletter zu werden, was auch diese Arbeit gegen den Ball angeht. Aber jetzt für die Gegenwart, und das sagst du einfach richtig, hat er ja gestern gespielt, 2 19-Jährige und ein 22-Jähriger. Also wer dann einfach sieht, das ist jetzt irgendwie die Gegenwart, was eigentlich irgendwie die Zukunft sein sollte und die funktioniert. Und ich glaube, das ist schon mal ein Fazit, dass man jetzt nach 43 Pflichtspielen auch ziehen kann, dass da wirklich sehr, sehr gute Arbeit auf allen Ebenen geleistet wird dieses Jahr bei der Eintracht. Du hast vollkommen recht. Noch mal einmal kurz. Mhm. Ich glaube tatsächlich, dass jetzt haben wir natürlich nicht mehr allzu viele Spiele diese Saison, aber ich bin der Meinung, dass er trotzdem noch bei der Eintracht den großen Durchbruch schaffen wird, weil der kann mit Ball praktisch alles. Und jetzt fängt er an, auch gegen den Ball zu arbeiten. Und wenn er das jetzt auf ein Level bekommt, wo du in der Bundesliga genau solche Ballgewinne 2, 3, 4 pro Spiel vielleicht oder so, ne? In der Defensivbewegung ein bisschen konzentrierter, ein bisschen engagierter. Er hatte gestern auch eine Szene zum Beispiel, wo du gesehen hast, wie weit Bahoya nach hinten verteidigt hat und Uzun halt nicht. Ne? Und dann denke ich mir so, okay, da musst du halt dann am Ball bleiben und genau so Sachen, die er nicht erlauben. Aber der Bahoya-Vergleich ist doch super, weil Bahoya kann ihm ja auch zeigen, dass es sich lohnt, Geduld zu haben. Ja. Also bei Bahoya, war es ja auch nicht so, dass er herkam und direkt irgendwie Einwechsel- oder Startelfspieler war, sondern das hat sich bei ihm auch aufgebaut. Du hast am Ende auch gezögert. Du hast gedacht, kriegt das noch hin? Und da müssen wir einfach Geduld haben. Phil hat es ja auch mal selbstkritisch angemerkt, zu sagen, da müssen wir halt einfach mal warten. Richtig. Da müssen wir halt einmal mal warten, das sind junge Leute. Und Can Uzun musste sich in die Bundesliga gewinnen, neues Umfeld, neue Stadt, neuer Hype, neu alles. Und im Endeffekt geben wir ihm doch die Zeit, dass er dann vielleicht nächstes Jahr diese Dinge, die er diese Saison vielleicht noch nicht so gut gemacht hat, abstellt. Und dann haben wir viele Spieler, wo man sich vorstellen kann, das könnten neue Duos werden, weil uns ja auch wieder Spieler verlassen werden. Also im Endeffekt ist es doch gut, dass du quasi einen Neuzugang hast, der schon mal ein Jahr hier ein Trainee-Programm gemacht hat. Ich freue mich auf den, vor allem nächste Saison, glaube ich. Wir gucken, wie viel er jetzt dieses Jahr noch spielt, aber ich glaube, nächste Saison wird er eine Rolle spielen. Ich freue mich auf den Spieler, der er sein kann tatsächlich. Ja. Ich glaube, der wird spektakulär werden. Und das sind ja aber genau diese Ideen oder auch diese Vorstellungen, die auch viele von der Eintracht-Führung haben, wenn sie gewisse Spieler holen. Wir haben es bei Bahoya zwischenzeitlich nicht gesehen, wo wir gedacht haben, kommt das nochmal, funktioniert das nochmal? Und guckt ja an, wie viele Spiele der jetzt am Stück durchrohrt, wie er sich dann jetzt wieder selbst belohnt bei dem Spiel mit dem wichtigen 1:0, wie toll das auch funktioniert. Nach einem Spiel gegen Tottenham, wo er nicht ganz so gut war. Ja,
spricht auch für ihn. Aber genau das sind auch die Spiele, wo du wahrscheinlich wächst. Ne? Und ich glaube, es ist total essentiell, liebe Leute, lasst mal eure Liebe da. Schreibt mal bitte in die Kommentare, was euch gerade bei den jungen Spielern, wie absurd das ist. Christopher hat es gerade gesagt, wie jung diese ganzen Kicker sind, die jetzt schon bei der Eintracht in der Startelf spielen. Herausragend. Einen kleinen Makel will ich aber dennoch mit euch ansprechen. Wir haben gemeckert. Ja, naja gut, wir haben Expected Goals von 2,9. Der Gegner hatte 1,34. Also das heißt, deutlich auf jeden Fall unterlegen. Aber von den ganzen Toren, wir haben zwar 3 Tore gemacht, aber es gab noch ein paar andere Großchancen. Insgesamt hatten wir 6 Großchancen. Ja. Und auch gerade Ekitike, der sich ja mit dem 3-0 durchaus belohnt hat. Aber insgesamt habe ich das Gefühl gehabt, wir haben ein bisschen was liegen lassen. Und gerade wenn ich auf den Donnerstag gucke, da haben wir nicht die Möglichkeit, so viel liegen zu lassen. Und Christopher, wie kann das besser werden? Da macht mir eigentlich der Blick zurück auf den Donnerstag schon mal Hoffnung, dass man da eigentlich seine einzige richtige Top-Chance auch genutzt hat. Ja. Da gleich nach 6 Minuten, dass man auch gegen Amsterdam da schon im Achtelfinale eigentlich auch ziemlich gut umgegangen ist mit seinen Großchancen. Ich glaube, gestern war es dann auch, spätestens nach dem 2:0 hat man trotz des kurzen Aufflackerns des Gegners, war man da auch, glaube ich, sehr früh im Gefühl des sicheren Sieges, hat einfach diesen Unterschied gemerkt. Da haben dann vielleicht im Abschluss die letzten Prozentpunkte gefehlt, aber ich glaube schon, dass die Mannschaft am Donnerstag ganz klar weiß, dass es gegen Tottenham keine 6 Großchancen wahrscheinlich gibt und keine XG-Werte von 4, oder von fast 4, sondern dass wir da wahrscheinlich eher davon reden, dass du im Optimalfall am Donnerstag wirklich diese erste Chance nutzt, einfach eine Führung hast. Mach es, ey. Und letzte Woche habe ich noch von einem 70-30-Spiel geredet, dass du das zu einem 50-50-Spiel hinbekommen hast, ist schon eine große Leistung. Jetzt bring das Ding nach Hause mit einer geilen, guten Chancenverwertung, Hugo Ekitike. Guck mal, das ist doch total geil. Es ist total wichtig, dass du es ansprichst, denn Ekitike kann dann in der Zeit wieder der entscheidende Faktor sein. Und das Geile ist, guck dir an, wie die ganzen Leute hier schon herum... Marvin, du hast einfach nur Donnerstag gesagt. Du hast einfach nur Donnerstag gesagt und auf einmal... Aber wir werden aktuell oftmals gefragt, ist denn der Hype im Vergleich zu 2022? Aber Leute, ich sag euch, es kommt gerade wieder. Die Angst ist auch real, seien wir doch ehrlich. Ist auch wieder da. Es ist doch nicht nur, dass man dadurch die ganze Zeit hype. Am Ende war es einfach so, gestern nach dem Abpfiff wusste ich ganz genau, oh je, die Angst und Anspannung wird jetzt von Tag zu Tag schlimmer. Und ich werde immer schlechter schlafen können. Ich habe einfach richtig Angst vor Donnerstag. Die Sonnenbrillen werden immer größer, liebe Leute. Ich habe kaum noch Stimme übrig, ehrlich gesagt. Ja. Ich habe richtig Angst vor Donnerstag, da bin ich ganz ehrlich. Ja. Weil das wird wieder so ein Fußballspiel, was unglaublich anstrengend wird. Ja. Das ist ja kein Vergnügen, dass man denkt, ach geil, komm, wir gehen alle ins Waldstadion. Heute ist Fußball. Nee, du gehst so ins Stadion. Alter. Dann jede einzelne kleine Szene, und du hast es angesprochen. Es wird wenige Chancen vielleicht geben und die müssen dann genutzt werden. Donnerstag wird tatsächlich ein Belastungstest für die ganze Stadt. Stefan Reich, wie hältst du dich fit, um einigermaßen... Offensichtlich gar nicht. Der ist doch locker der und je. Wie halte ich mich fit? Um gut nach Donnerstag zu kommen. Also, Fitnesslevel ist im Keller. Ja. So alle 3 Stunden esse ich so eine kleine Fitnessfrikadelle. Ich bin auch aufgeregt tatsächlich. Ich war schon vor Donnerstag. Ich finde, das ist auch, wenn so ein Gegner ist wie Tottenham, ist ein ganz anderes Feeling. Im Europacup auch, dass diese Gruppenphase halt einfach vorbei ist und du irgendwie diese K.O.-Phase jetzt hast. Das ist einfach, es fühlt sich ganz anders an. Es geht mir wie Basti. Es wird jetzt Tag für Tag. Ich habe viel Arbeit, das ist ganz gut. Bis dahin so, da kann ich mich ein bisschen ablenken. Aber ja, also der 22er-Vibe, der kommt so langsam und aber sicher. Fühle ich den wieder. Ja. Du fühlst ihn langsam wieder überall, liebe Leute. Und natürlich müssen wir uns aber auch die Frage stellen, wir reden hier über den Donnerstag, wir haben aber am Sonntag ein bisschen eine andere Aufstellung gesehen. Und da stelle ich mir die Frage, liebe Christopher, was muss die Eintracht jetzt tun, um diese Erfolgsserie, auch wenn es jetzt ein Unentschieden und ein Sieg war, ich nenne es Erfolgsserie, weil man muss auch Erfolg auch im Unentschieden sehen. Ja? Und deswegen will ich aber jetzt... In dem Fall ist es ein Erfolg. Auf jeden Fall, es war ein Unentschieden, war ein Erfolg. Und jetzt will ich aber von dir wissen, welche Stellschrauben werden jetzt gedreht, damit der Erfolg auch in einen Sieg gegen Tottenham münden kann? Ja, ich denke mal, eine Stellschraube wird wieder Mario Götze natürlich sein. Ich glaube, an Mario Götze wird kein Weg vorbeiführen. Aha. Ja, auch Mario Götze kauft hier seine Wurst. Nee, also an ihm, deshalb wurde er gestern auch geschont, hat dann am Ende aber in der Endphase den Sieg auch mit eingeleitet, 3-0. Ja. Hat er gleich wieder gezeigt, was er kann.
Ein Schlüssel wird natürlich sein, dass die Defensive hoffentlich so stabil bleibt. Wieder ein zu-0-Spiel wäre natürlich ein Brett. Koch momentan in sehr guter Form. Theater in einer tollen Form. Er will die ganze Zeit Tore schießen. Gespannt bin ich tatsächlich, wie er die rechte Seite löst, weil ich jetzt momentan das Gefühl habe, bei Christensen, da haben mir die letzten beiden Auftritte gar nicht gefallen. Ob er es mit Collins den brauchst du. Ja, aber es ist trotzdem... Brennt, brauchst du den. Es ist trotzdem eine Abwägungssache. Machst du es mit Christensen und Collins? Halt es wird trotzdem... Das ist halt das Ding. Da darfst du ja nicht so viele Fehler erlauben. Aber wie gesagt, das wird eine spannende Sache an der Aufstellung. Ich denke, Brown wird auch wieder reinrotieren. Der hat ja gestern seine Leistung gezeigt. Also du hast schon eine richtig gute Mannschaft. Und sie hoffen auf die Rückkehr vom Euro-Ansgar. Zumindest in den Kader. Wer weiß, vielleicht kann der in der letzten halben Stunde vielleicht nochmal als ein Einwechselspieler nochmal so einen magischen Moment kreieren. Heute vor 3 Jahren Barcelona, 14.04.2022. Auch, das war zwar eine Woche früher mit Euro-Ansgar, aber trotzdem, das wäre schon gut, wenn der für den Vibe, glaube ich, wenn der im Kader wäre, das würde bei den Fans auch nochmal auf die Tribüne diese 5% mit anfeuern. Wenn du so einen in der 60. Minute reinbringen kannst. Okay, Box-Level ganz weit oben. Siehst du mal, jetzt hast du auch noch Barcelona angesprochen. Ich glaube, das war für viele... Das ist jetzt zu viel, Alter. Das war für ganz viele Leute ein absolut magischer Moment, beziehungsweise ein magischer Tage am Ende. Ich finde es ganz spannend. Also Euro-Ansgar ist, glaube ich, eine wichtige Option, wenn der fit wird. Genau, eine Option. Würde auf jeden Fall gut helfen. Larsson auf jeden Fall. Das heißt aber, wir haben aber jetzt eben über einige Leute gesprochen, die wir ja auch gehypt haben, wo wir gesagt haben, wir haben das Positive raus. Das heißt natürlich aber auch gleichzeitig wieder, dass Can Ozun wieder raus rotiert. Ja, gut. Also wenn der jetzt nicht Bäume ausreißt im Training, dann würde ich auch sagen, jetzt musst du die erste Garde spielen lassen. Und die hat sich ja rauskristallisiert. Auch eingespielt. So. Im Verlauf der Rückrunde jetzt spätestens. Für mich völlig klar, dass Götze spielen muss, dass Larsson spielen muss. Ich würde auch Skiri auf jeden Fall aufbieten. Ganz wichtig. Warum? Ja, weil der Stabilität, das Spiel organisiert. Du brauchst einen Sechser, einen zweikampfstarken Sechser. Du kannst da nicht irgendwie halt... also wenn du gegen die jetzt ein frühes Gegentor frisst... Skiri leitet das Tor ein dort. Also ja, stimmt. Ballgewinn, Pass in die Spitze. Also ich brauche diese Erfahrung. Wir haben über diese junge Mannschaft geredet, dann brauchst du Leute wie Skiri, die so ein bisschen... Und vor allem lieber Dino Topmöller. Keine Experimente. Nicht so ein Ding wie gegen Bremen, wo du plötzlich dann irgendwie Götze spielt an der Eckfahne und Larsson macht dies und das und so. Bitte einfach genau so, wie es funktioniert. Sowohl vom Personal her als auch von der Aufstellung. A-Level einfach spielen. Ja, genau. Du hast diese Viererkette, du hast jetzt dieses 4-2-3-1, hast du dir jetzt etabliert. Die Spieler haben diese Abläufe drin. Spiel auf jeder Position mit dem A-Level-Spieler. Das ist dieses eine Spiel, was dich ins Halbfinale bringen kann. Und das ist genau dieser Hype. Und ich finde gut, dass Axel Hellmann das nach dem Spiel auch noch mal gesagt hat. Er gesagt hat, Leute, wir dürfen uns da nicht dran gewöhnen. Was ist das? Das müssen wir auch den jungen Spielern beibringen, was das hier bedeutet, was das mit dieser Stadt machen wird, was Oliver Glasner erlebt hat, als er die Eintracht ins Finale geführt hat, ist er hier durch die Stadt gelaufen und hat gesagt, ach du liebe Zeit. Die Leute lassen mich nicht mehr in Ruhe. Also einfach zu zeigen, was Frankfurt, dieser Europapokal bedeutet. Das müssen diese Spieler, die vielleicht neu sind, die das in der Conference League vielleicht auch noch nicht so mit aufsaugen konnten, weil das irgendwie ein merkwürdiger Wettbewerb war. Leute, am Donnerstag ist anderes Leben. Das ist ein anderes Leben, das ist eine andere Luft, die wir wieder schneiden können. Das müssen diese Spieler verinnerlichen, das muss der Trainer, wie du recht sagst, auch verinnerlichen. Nichts rotieren, nichts rotieren. Wer fit ist, A-Level-Spieler. Keine Faxen. Gib ihm. Und dann wirst du an der einen oder anderen Stelle natürlich Abwägung machen müssen. Collins oder Christensen ist knaufit genug, bla bla. Aber am Ende gibt es nur eine Richtung, Vollgas. Es ist halt insofern auch mega spannend zu sehen, dass die Eintracht es wirklich geschafft hat, wieder ein bisschen Ruhe auch reinzubekommen. Ne, Bremen haben wir ja drüber gesprochen. Da hat man die Lustlosigkeit gemerkt und war dementsprechend ein bisschen sauer, dass das jetzt wieder besser geworden ist. Und dass wir auch in der Tabelle jetzt halt, ich habe noch mal gerade nachgeguckt, 51 Punkte, das ist natürlich eine super Sache. Wir haben jetzt gerade, dass auch selbst Leipzig hinter uns ist, wir Mainz ein wenig Abstand gewinnen konnten. Wie gut ist das? Ja, es gibt nicht mehr viele Spieler und die Eintracht steht gerade auf fucking Platz 3. Fucking Platz 3 nach dem 29. Spieltag. Das ist herausragend. Und dann merke ich aber, dass gerade viele Dinge zusammenkommen. Denn es gibt übrigens einen Konflikt, wir wissen das, wir haben alle schon viel drüber geredet, wo auch, keine Ahnung, Grabenkämpfe irgendwie in sozialen Medien unterwegs sind. Da gibt es die Fraktion Santos, da gibt es die Fraktion Trapp, weiß ich, die wahrscheinlich wieder kleiner wird. Ja, aber genau wie wichtig dieser Punkt ist, dass Kevin Trapp sich nach dem Spiel hinstellt und ich zitiere das, am Ende muss der Trainer eine Entscheidung treffen und er wird die richtige treffen. Da geht es auch nicht mehr um persönliche Befindlichkeiten, sondern allein darum, sich in den Dienst der Mannschaft zu stellen.
Es geht nur um den Mannschaftserfolg. Und diese Aussage, will ich ganz kurz festhalten, ist nicht hoch genug zu bewerten. Ja, das ist ein absoluter Ehrenmann. Es ist ein absoluter Ehrenmann-Move. Und das ist eine Sache, die mich in dieser ganzen Trapp-Santos-Sache auch geärgert hat. Ich finde, der hat in weiten Teilen irgendwie der Fans und des Umfelds von denjenigen, die sich involviert haben in diese Debatte, viel zu wenig Respekt bekommen. Genau. Ja. Das ist der Mann, der 2022 der Eintracht den Europacup gewonnen hat. Genau. Mit der Parade in der 119, die absolut sensationell war. Da gehen 98 von 100 Stück gehen da rein. Und mit dem Elfmeterschießen. Und dann kannst du doch nicht, wenn der Kapitän ist, langjährige Kapitän, Integrationsfigur und so weiter, kannst du nicht den innerhalb von Wochen irgendwie demontieren. Ja. Und ich finde, die Art und Weise, wie über Kevin Trapp geredet wurde, gerade natürlich Social Media, das ist natürlich auch ein absoluter Gulli so, aber das fand ich nicht in Ordnung. Und jetzt, wenn er sich da hinstellt und sowas sagt, finde ich, zeugt das absolut von Größe und zeigt, was das für ein guter Typ ist. Deswegen wollte ich das heute noch mal zum Thema machen, weil ich das so wichtig finde, dass du hast gemerkt, das war authentisch, das war nichts abgelesen, sondern er hat das gefühlt. Und dieses Statement so rauszuhauen, da musst du alle Hüte der Welt ziehen, die es gibt. Und das zeigt auch, es geht nur um eins. Und es geht um absoluten Erfolg von Eintracht Frankfurt. Und ich finde, es authentisch ist das richtige Stichwort, weil du hast ihm auch angemerkt, wie niedergeschlagen er dabei ist. Natürlich. Das ist doch auch normal. So, die Scheißverletzung. Die Scheißverletzung zieht sich die ganze Zeit. Du hast die Diskussion angesprochen, die wirst du als Spieler auch nicht ausblenden können. Ich versuche sie auszublenden, weil für mich sind diese Peak-Diskussionen, diese Grabenkämpfe, die du genannt hast, das sind reine Social-Media-Geschichten. Mit niemand, mit dem ich im Stadion spreche, redet niemand schlecht über Kevin Trapp. Warum auch? Alleine, dass Stefan jetzt hier denkt, der müsste erklären, was Kevin Trapp alles für die Eintracht geleistet hat. Leute, Kevin Trapp ist eine lebende Eintracht-Legende. Ja. Der war zu der Zeit, als er zu uns kam, der beste Spieler. Da hatten wir eigentlich gar keine Mannschaft für Kategoriespieler wie ihn, sondern er ist herausgestochen. Er ist diesen ganzen Weg, den wir hier durchrauschen die letzten Jahre, mitgegangen als absoluter Führungsspieler. Ja. Und er ist Kapitän genau aus dem Grund, weil er diese Aussagen tätigt, weil er sagt, Leute, natürlich fuckt's mich ab. Aber das hier ist Eintracht Frankfurt und wenn ich eins in meinen Jahren bei Eintracht Frankfurt gelernt habe, dass Eintracht Frankfurt größer ist als jeder einzelne Spieler. Und wenn der Spieler von seiner Position das selber sagt, dann kann ich wirklich, dann schmeiße ich meinen Hut hier gleich in die Frikadellen rein, weil es ist im Endeffekt genau wie du sagst. Das ist Kevin Trapp wird eine absolute Legende bleiben. Ja. Und egal was jetzt passiert, weil wir gucken einfach, wenn er wieder fit ist. Ich weiß nicht, was entschieden wird. Vielleicht kriegt er wenigstens noch das letzte Heimspiel oder sonst irgendwas. Klar. Ich sag's nochmal. Erstmal fit werden. So genau, das ist das Wichtigste. Bevor die Diskussion angefacht wird, erstmal muss er fit werden, dann muss Topmöller eine Entscheidung treffen und das Wichtigste wird sein, und das fordere ich jetzt auch hier jede Woche, dass Kevin Trapp durch die große Tür Eintracht Frankfurt verlässt und dass er nicht durch die Hintertür verabschiedet wird mit einer unklaren Situation in den Sommer rein, dann wird im Sommer was entschieden und wir sehen ihn nie wieder. Nein. Ich hoffe, dass beide Seiten das irgendwie schaffen, das vorher zu klären, was passieren wird. Ja. Und wenn die Entscheidung ist, dass er im Sommer geht, dann würde ich ihm tatsächlich das letzte Heimspiel geben, weil ein Kevin Trapp in Topform oder in Form, wenn er fit ist, der gefährdet dir jetzt auch nicht deine Ziele. So, der gefährdet dir nicht deine Ziele. Im Gegenteil, vielleicht kann er mit seiner Erfahrung da vielleicht sogar noch weiterhelfen. Es ist weiter ein internationaler Klasse-Torwart. Und nochmal, Kevin Trapp muss durch die große Tür verabschiedet werden, weil, ich bleibe dabei, das ist eine absolute Legende. Und nur für ein bisschen Hype, und den fühle ich ja auch, was Santos betrifft, muss man trotzdem da auch als Fan Ruhe bewahren. Der hat absolut einen tränenreichen Abschied verdient für all das, was er geleistet hat. Und das ist auch locker drin, weil Kevin Trapp ist jetzt nicht plötzlich der schlechteste Torwart geworden, den die Eintracht hier hatte, sondern es ist immer noch Kevin Trapp. Und wenn der wieder fit wird und dann das letzte Bundesligaspiel zu Hause macht, dann habe ich absolut keine Bauchschmerzen. Er hat auch noch ein Jahr Vertrag, ne? Also das ist jetzt nicht so, dass es irgendwie klar ist, dass der im Sommer irgendwie geht oder so. Ist noch nichts klar, aber man muss auch sagen, ich fand diese ganze Torhüter-Debatte hat dann irgendwann sozusagen eine Dynamik angenommen, und dass auf einmal nicht mehr geglaubt wurde, dass Kevin Trapp überhaupt verletzt ist. Also da gab es ja wirklich zweifelnde Stimmen, und zwar nicht nur auf Social Media, sondern auch wenn man im Stadion, wo Leute kamen, ist denn da bei Kevin Trapp wirklich verletzt und so. Da muss ich sagen, das hat einen sehr unangenehmen faden Beigeschmack jetzt am Ende gehabt. Ich fand gestern, Markus Krösch hat auch gesagt, ein großartiger Charakter und Mensch. Das hat man gesehen an diesen Worten, das ist Größe. Und ob das große Tor jetzt im Sommer geöffnet wird oder in einem Jahr oder in 2 Jahren, ist eine Kaffeesatzleserei, die auch aktuell, glaube ich, keinem was weiterbringt. Was wirklich hilft, ist der Ersatz von Kevin Trapp, der das jetzt wirklich seit Wochen gut und konstant macht, heißt jetzt Kaua Santos. Und er hat es auch gestern wieder absolut solide geregelt, die Sache da am Tor. Der macht es wirklich gut. Und ich finde, auch das hat Kevin Trapp gestern angemerkt, dass er einfach anerkennend gesagt hat, Santos macht es momentan im Tor wirklich gut. Und das ist doch das Beste, was es für Eintracht Frankfurt geben kann. Du hast irgendwie keinen Zank zwischen diesen beiden Leuten, sondern Santos kann jetzt halten. Er hat die Unterstützung von Trapp.
Und das ist doch die beste Grundlage für einen erfolgreichen Endspurt. Und wenn du 2 fitte Torhüter hast, brauchst du die eventuell auch. Ne? Also das So ist halt ist genau das Ding. A, Ich das glaube- und B, es ist doch im Endeffekt auch eine Luxussituation, dass du bei keinem von beiden Bauchschmerzen hättest, wenn die fit in der Startelf stehen. Genau. So ist es. Und ich glaube, das ist wichtig und ich wollte das jetzt einfach nur noch mal mit reinbringen, weil mir diese Diskussion in den letzten Wochen, wo dann immer jeder dann sagt, guck mal, der macht das doch gut. Ja, da muss doch der drin bleiben und so weiter und so fort. Entspannt euch, Leute. 2 Leute auf dieser Qualität, 2 Leute, die charakterlich einwandfrei sind, wie wir es heute erneut gesehen haben, ist das Beste, was der Eintracht passieren kann, weil alle im Endeffekt nur einen Fokus haben und das ist der Fokus, erfolgreich zu sein und vielleicht sogar diesen fucking Europacup erneut zu gewinnen. Liebe Leute, am Aber Donnerstag das ist es sollte der soweit. Fokus auch sein. Einfach von Kevin Trapp lernen. Zu sagen, im Endeffekt die persönlichen Befindlichkeiten, ob man selber vielleicht lieber Santos oder Trapp im Tor hat, Ja. sind auch egal, Bruder. Es ist plötzlich egal, was du ins Internet wickst. Es geht um Eintracht Frankfurt. Es geht um Eintracht Frankfurt und dann ist es völlig egal, weil es gibt diese übergeordneten Ziele und die sind halt richtig groß, Leute. Champions League. Champions League erreichen, Europapokal gewinnen. Genau, so sieht's aus. Liebe Leute, bis Donnerstag. Das war Frikadelle 2000. Fantastisch. Wenn ihr noch mehr Lust habt auf oder weiteren Appetit habt auf fußballerische Hausfrauenkost aus dem Hause Fußball 2000, könnt ihr euch hier reinklicken. Da werden die beiden menschgewordenen Frikadellen Marvin Mendel und Chris Michel euch die Highlights kommentieren von dem 13:0 Sieg der Eintracht gegen Heidenheim. Viel Spaß damit. Da rein.